Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Uhren-Nerd-Kanal. Jetzt hat der Hund sich gerade wieder geschüttelt. Ja, heute soll es um eine weitere Casio-Uhr gehen. Und zwar, nachdem euch die Citizen Tsuyosa mit dem Tiffany Dial so gut gefallen hat, hattet ihr ja auf YouTube die Möglichkeit abzustimmen, welche Casio als nächstes kommen soll im Review. Und da hattet ihr die Wahl zwischen der Casio MTP Tiffany und der Casio F91W, und die Abstimmung fiel ganz klar zugunsten der Tiffany-Variante aus, weswegen wir diese heute unboxen werden und uns einmal genauer ansehen werden. Genau, wie wir hier auf dem Verpackung bzw. auf der Verpackung sehen können, handelt es sich um die Modellbezeichnung MTP-1302PD-2A2VEF. Also wieder eine sehr wilde Artikelbeschreibung oder Modellbeschreibung, die Casio sich hier ausgedacht hat. Soll uns aber nicht weiter stören. Wir packen das gute Stück mal aus und finden es so in der Verpackung vor. Ja, den Karton, der ist jetzt nicht besonders spannend. Hier hinten habt ihr dann noch die, kriege ich es auf, genau hier habt ihr dann noch Informationen wie die Bedienungsanleitung, die bei der Dreizeigeruhr mit Datumsfunktion jetzt nicht super spannend ist. Eine Garantie-Broschüre gibt es und dann noch ja, Hinweise zur Batteriensorgung und sowas. Also das ist jetzt alles nicht so spannend und interessiert uns erstmal nicht weiter. Den Karton packe ich mal zur Seite. Uns geht es hauptsächlich um die Uhr und die befindet sich hier in dieser Verpackung. Ist ganz gut eingepackt auf jeden Fall. Und dann sehen wir sie hier auch schon. Jetzt nochmal im Rohzustand quasi mit Folien. Aber damit ihr das auch einmal seht, so wird sie ausgeliefert, die Uhr. Bis auf die Schließe ist eigentlich alles wirklich verklebt. Also beide Seiten des Armbands und das Gehäuseglas sowie die geriffelte Lünette. Ich mache die Uhr gerade mal vom Kissen. Hier sehen wir den Gehäuseboden, der jetzt auch nicht super spannend ist. Wir haben hier die Inschrift Stainless Steel und die Aufschrift der Wasserdichte. Hier steht Water Resistant 5 Bar, also bis zu 50 Meter wasserdicht, was aber auch letztendlich nicht heißt, dass man mit der Uhr tauchen gehen sollte bis 50 Meter, sondern dass sie eher Spritzwasser geschützt ist. Also ich würde auch nicht empfehlen, mit einer solchen Uhr ins Wasser zu gehen, duschen, Hände waschen und sowas. Also Spritzwasser, dagegen ist die Uhr geschützt. Ich persönlich würde nicht mal duschen gehen mit einer 5 Bar wasserdichten Uhr. Aber ja, das ist die Uhr. Ich werde jetzt einmal die Folien abnehmen. Achso, genau, dann haben wir hier noch den Hangtag, nochmal mit der Modellbezeichnung und dem Casio-Logo. Den werde ich jetzt mal als erstes entfernen und dann die Folien abziehen. Genau, dann ziehe ich hier einmal die Folie, beziehungsweise ja, die Glasschutzfolie ab und hier die Folie vom Armband. Ja. Und dann sehen wir hier das für den Preis, wie ich finde, erstmal ganz schön wirkende Armband. Also wir haben hier satinierte Flächen und hochglanzpolierte Flächen in der Mitte des Armbands. Also die Mittelglieder sind hochglanzpoliert. Natürlich dann ja, mit der Zeit sehr kratzeranfällig. Das gleiche beim Gehäuse. Also hier sind die, ja, beziehungsweise das Gehäuse ist hochglanzpoliert, was auch sehr edel und sehr schick wirkt. Also ich kann hier jetzt auch keine
Macken in der Produktion oder sonstiges erkennen. Also wirkt eigentlich wirklich sehr schön, gerade in Anbetracht des Preises von 54 Euro, den wir hier haben. Also da kann man im ersten Moment wirklich gar nicht meckern. Das Armband, ich hoffe, man kann es auf der Kamera sehen, das sind dann natürlich hier gefaltete Glieder. Also für den Preis kann man definitiv kein massives Armband erwarten. Was schön ist, dass wir hier 4 Feinverstellungsmöglichkeiten haben beim Band. Also das erleichtert die Einstellung bzw. Feinjustierung des Armbands dann natürlich. Die Schließe erfordert einen gewissen Druck, sie zu öffnen. Man muss auch ein bisschen fester dran ziehen, um sie dann aufzubekommen. Aber ich finde, das hat auch irgendwie einen Charme. Also es ist natürlich jetzt hier auch gestanztes Material, keine massive, hochwertige Schließe, völlig klar in dem Preisbereich. Ups. Und dann, ich kann es nochmal hier vorführen, mit einem etwas kräftigeren Druck schließt das Ganze auch dann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Schließe sich irgendwie versehentlich öffnen könnte. Also es macht einen sehr festen und stabilen Eindruck. Und ja, also ich finde, das Ziffernblatt im ersten Moment hat wirklich einen sehr schönen Farbton. Also geht definitiv in die Tiffany-Richtung. Ich lege die ganze Uhr, die Uhr jetzt gleich mal an, damit ihr euch einen Eindruck davon am Arm verschaffen könnt. Genau, vorher, wie immer, jedoch die Maße. Und zwar gibt Citizen hier, Citizen sage ich schon, Casio, hier offiziell 38 mm Gehäusedurchmesser an. Oder beziehungsweise ein paar Millimeter mehr. Und ich messe jetzt hier 38,5. Mit Krone sind es dann, ja, genau die Mitte treffen, 40,6 mit Krone. Was immer noch eine sehr schöne, ja, schmale Größe ist, also sollten die meisten mit zurechtkommen. Dann gucken wir uns den Lack-to-Lack-Abstand an. Der beträgt hier handgemessene 44,6 mm. Und dann schauen wir uns nochmal die Gehäusedicke an, beziehungsweise Höhe. Und da komme ich auf einen Wert von 9,8 mm, was schön schmal ist und die Uhr ja sehr gut tragbar macht, denke ich. Genau, dann legen wir die hübsche Casio mal an. Ich habe das Band jetzt noch nicht eingestellt natürlich, also so wie es im Auslieferungszustand ist. Ich stopfe mir jetzt mal hier dieses Kissen auf die Unterseite, damit die Uhr einigermaßen fixiert ist, beziehungsweise das Band nicht so schlackert am Arm, damit das Ganze ein bisschen, damit ihr einen besseren Eindruck davon bekommen könnt, wie das Ganze am Arm dann aussieht. Und ja, mit meinen 17,5 cm Handgelenksumfang finde ich, lässt sich das Ganze sehr gut tragen. Also es ist eine super, super Größe, finde ich. Schöne Dresswatch-Größe. Auch der relativ schmale Hornabstand von 44,6 und 8 mm, den wir gerade nachgemessen haben, passt wirklich gut zu schmaleren Handgelenken auch. Und ja, gut, jetzt hier, das müsst ihr natürlich auch ignorieren. Das sieht jetzt nicht so schön aus mit dem Kissen, aber so ungefähr sieht die Schließe dann am Arm aus. Das Band, also für den Preis kann man wirklich nicht meckern in dem Moment. Es wirkt jetzt nicht irgendwie super, wie sagt man, super leicht und super klapprig. Also natürlich merkt man, dass man jetzt hier kein 500, 600 Euro Armband oder noch teurer in der Hand hat, das ist klar. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Uhr 50 Euro kostet, wenn mir das keiner im Vorfeld gesagt hätte, beziehungsweise wenn ich sie nicht für den Preis bestellt hätte. Also es könnte gut und gerne auch das Doppelte oder das Dreifache sein. Also da habe ich schon andere Sachen gesehen. Und ja, die Lünette schimmert wirklich sehr schön bei Lichteinfall. Also da hat man natürlich so ein bisschen diesen
Rolex Datejust Look. Die Lunette hier bei der Casio ist natürlich deutlich feingliedriger als bei einer Rolex. Aber ja, wirklich schön, schimmert und funkelt. Auch die polierten Bandelemente machen bei Lichteinfall wirklich einiges her. Schöne Uhr für einen wirklich günstigen Preis. Gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Kann ich euch hier auch gleich nochmal einblenden an der Stelle. Ich glaube, Casio hat jetzt vor kurzem neben der Tiffany-Edition noch die Farbe Grün rausgebracht. Weiß, dunkelblau, schwarz und ich glaube, ein paar weitere Farbvarianten gibt es, glaube ich, schon seit einigen Jahren. Aber ich hatte das Modell ehrlich gesagt noch nie so richtig auf dem Schirm, bis jetzt das Tiffany Dial rauskam. Und da habe ich gedacht, okay, das passt natürlich zum aktuellen Hype der Farbe und habe mir das Ganze mal bestellt. Und ach so, ja, was noch so erwähnenswert ist, dass Casio offiziell beziehungsweise auf der Casio Herstellerseite habe ich gehört oder beziehungsweise gelesen, dass das Gehäuse aus Messing sein soll. Ja, kann ich jetzt nicht zu sagen. Also auf anderen Shop-Seiten steht dann wieder, dass sowohl das Band als auch das Gehäuse aus Edelstahl sein sollen. Ich weiß nicht, ob die anderen Seiten jetzt quasi die Produktbeschreibung falsch übernommen haben von Casio oder ob es sich wirklich um Messing handelt. Für mich persönlich fühlt es sich jetzt wie Edelstahl an. Ich weiß allerdings auch nicht, wie sich Messing anfühlt. Von daher kann es sein, dass es Messing ist, aber ich erkenne da jetzt erstmal, wenn es so sein sollte, keinen Nachteil daraus. Vielleicht ist es nochmal einen Ticken günstiger in der Herstellung, das kann natürlich sein. Irgendwie muss der Preis dann natürlich auch zustande kommen, sage ich mal. Selbst ein Hersteller wie Casio, der natürlich viele tausend Uhren auf einmal produzieren lässt oder Zehntausende vielleicht sogar, muss natürlich irgendwo an der Preisschraube drehen und das kann sein, dass es hier über das Messinggehäuse zustande kommt. Wie gesagt, aber für mich fühlt es sich im ersten Moment an wie ein normales Edelstahlgehäuse. Ja, hier am Band sehen wir natürlich dann noch die Hollow-Links, also da kann man jetzt auch nicht mit massiven Endlinks oder sowas rechnen in der Preisklasse, völlig klar. Aber ich kann mir die Uhr auch sehr schön am Lederband oder am NATO-Band vorstellen. Also ich denke, das würde eher nochmal einen deutlich sportlicheren Charakter verleihen, obwohl sie für viele jetzt auch schon in dem Zustand, also mit dem Stahlband als Sportuhr durchgehen würde. Ich persönlich finde, dass sie so auch sehr elegant wirkt. Also kann man bestimmt auch zu feierlichen Anlässen gut tragen, die Uhr. Also wenn man sich das so vorstellt, kann ich mir das sehr schön an einem eleganteren Hemd oder auch zum Anzug oder so vorstellen. Vorausgesetzt natürlich, dass man den Farbton mag. Ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ich würde die Uhr auch als Unisex-Uhr beschreiben. Der Farbton oder auch die Größe mit Sicherheit auch für schmalere Handgelenke von Frauen sehr gut tragbar. Und ja, wie gesagt, für 50 € kann man hier nichts falsch machen. Die Zeiger, das ist vielleicht noch erwähnenswert, sind mit Leuchtmasse ausgestattet. Ich werde euch hier gleich nochmal einen kleinen Loomshot einblenden. Ja, auch hier die Stunden und Stundenmarkierungen sind jetzt nicht mit Leuchtmasse versehen. Also auch da, denke ich, hat Casio bewusst gespart, um irgendwie den Preis rechtfertigen zu können oder überhaupt auf den Preis kommen zu können. Ja, genau, dann sehen wir hier auf der 3 Uhr Position noch die Datumsanzeige, die sich dann hier über die Krone verstellen lässt. Wenn man die Krone einmal rauszieht, hat man quasi, nee, das ist jetzt schon das zweite Mal, hat man quasi die Möglichkeit, das Datum zu verstellen. Ja. Ich komme da jetzt mit den Handschuhen, glaube ich, nicht rein. Ist ein bisschen fummeliger, die Einstellung. Also das heißt fummeliger mit Handschuhen zumindest. Hier bin ich, glaube ich, jetzt wieder in den Zeigereinstellungen. Ne, jetzt bin ich im Datum. Genau, wenn ich die Krone dann nach unten drehe, kann ich den Tag verstellen. Wenn ich sie noch eine Position weiter rausziehe, kann ich die Zeit einstellen. Also ganz klassisch, so wie man es von anderen Uhren auch kennt. Ja, ich denke, das ist relativ einfach.
erfordert keine großen Uhrenkenntnisse, sage ich mal, so eine Uhr einzustellen. Von daher, sonst, falls man Probleme hat, kann man natürlich nochmal in die Bedienungsanleitung schauen. Dort ist das Ganze auch nochmal erklärt. Aber ja, neben der Zeiteinstellungs- und Datumsfunktion hat die Uhr ja auch keine weiteren Funktionen. Von daher ist es eigentlich relativ selbsterklärend, auch für Laien, die jetzt nicht so tief im Uhrenthema drin sind. Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon. Also viel mehr gibt es zu der Uhr jetzt eigentlich auch noch nichts zu sagen. Wie gesagt, schöne Uhr für den Preis gerade. Kann man wirklich nicht sagen. Also wer jetzt irgendwie anfängt zu sagen, Saphirglas oder so, das ist sowieso völliger Humbug, sage ich mal, in der Preisklasse mit sowas zu argumentieren. Ist natürlich klar, dass hier Mineralglas verbaut wurde. Ganz klar, also anders lässt sich das nicht realisieren. Das Saphirglas wäre wahrscheinlich teurer als die gesamte Uhr. Ja, schöne Uhr, schönes Geschenk, vielleicht auch für Weihnachten, falls jemand noch kein Geschenk jetzt hat. Eine schöne Überlegung. Gibt es wie gesagt in vielen Farbtönen, sowohl für Männer als auch für Frauen gut tragbar. Falls die Dame auf größere Uhren steht, also für schmalere Handgelenke, ist die dann wahrscheinlich schon wieder ein bisschen größer. Aber ja, gerade für Leute, die jetzt nicht so auf die XXL-Uhren stehen, ist der Durchmesser von 38,5 mm circa wirklich sehr schön tragbar. Ja, alles klar. Das soll es dann auch schon gewesen sein zur Casio MTP mit dem Tiffany Dial. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und wenn ihr über neue Videos informiert werden möchtet, gerne auch die Glocke aktivieren. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit, je nachdem wann ihr das Video guckt. Es kommt jetzt zur Vorweihnachtszeit raus. Ja, viel Spaß und danke fürs Zusehen. Macht's gut, ciao.